Beim Höhentraining macht es durchaus Sinn, über Dreiklänge das Ganze aufzubauen, denn man hat immer den Dreiklang, jetzt einfachheitshalber in C-Dur gesprochen, C, E, G, und von G die auflösende reine Quarte nach oben zum C. Dieses Intervall hat man immer sehr, sehr gut im Ohr. Das Problem ist, jetzt wenn ich mir den Dreiklang anschaue, C auf E große Terz, E auf G kleine Terz, und jetzt kommt eine reine Quarte. Das heißt, ich habe hier im oberen Bereich, dort wo es zu meinem Zielton geht, das größte Intervall dieses Aufbaus. Jetzt macht es doch Sinn, dass man sagt, okay, dann bleibe ich in diesem Terzaufbau, nehme C, E, E, G und jetzt eben G, H zur 7. Stufe, große 7 in dem Fall. Und dann, wenn ich diesen Terzaufbau erreicht habe, die große 7, dann eben in dem Fall H auf C nur eine kleine Sekunde und dann bin ich nahe an meinem Zielton dran. Das heißt, wenn wir wirklich in extreme Lagen gehen, ne, zum Beispiel G-Dur, ich bin oben beim D3 und muss jetzt zum G3 auflösen, da ist es einfacher, wenn ich zum Beispiel über das Fis gehe. Na, und danach lasse ich eben los und bin automatisch schon bei der Oktave. Also ich kann mir diesen Terzaufbau zur Hilfe nehmen, um eben Spitzentöne zu trainieren, damit unser Ansatz sich stärkt, damit ich weiß, was ich machen muss mit Zunge, wie fühlt es sich an mit der Kompression, also wie viel Luftdruck geht über die Lippe drüber, kann ich meinen Ansatz halten, wie fühlt sich mein Oberkörper an, der ja diesen großen Luftdruck, der im Körper letztendlich entsteht, ja standhalten und diesen kontrollieren muss. Wenn wir also jetzt diese Übung nehmen, C-Dur zum Beispiel, dann hätten wir ja genau diesen Aufbau, C, E, G, H, Leittonfunktion zum C nach oben. Und jetzt gehe ich eben nach oben, ne? Die nächsten Töne werden Cis, Eis, Gis und jetzt käme eben His zu Cis. Los geht's. Und dann weiter mit D-Dur 7. F-Dur. E-Dur. F-Dur. Fisch-Dur. Und G-Dur. Und letztendlich dann die Auflösung zum G. Du kannst hier natürlich jederzeit auch weiter nach oben trainieren oder dein Training erstmal auf die unteren Töne anpassen, aber natürlich auch viel tiefer trainieren. Versuch's über die Dur-Dreiklänge und wie eben gerade erklärt, auch mit der eingebauten großen 7. Stufe, die uns als Leitton immer dann zur Oktave, zum Grundton bringt. Trainier es einmal auf diese Art und Weise, probier es aus und schreib mir deine Erfahrungen in die Kommentare. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Training rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.